Meine Blase ist nach Flug- und Busfahrt mittlerweile wie ein Kuhäuter zum Bersten gespannt und ich lasse mich auf der steril wirkenden Klobrille nieder. Oh, welch ein befreiendes Gefühl. Ein Orgasmus kann wie eine Silvesterrakete sein, eine Blasenentleerung nach mehrstündigem Flug und Check-in hingegen wie ein Millenniumsfeuerwerk. Sichtlich entspannt drücke ich den Abzug hinter mir. Das ist keine gute Idee, denn ich begehe den Fehler während des Spül- oder besser gesagt Saugvorgangs sitzen zu bleiben. Und hier stellt sich die Unterdrucktoilette als wahres Highlight des Sanitärbereichs heraus. Ich kenne geräuschintensive Fäkalien-Beseitigungsanlagen von Fliegern und der Deutschen Bahn, aber das steht alle Rekorde. Was sich hier mit voller Saugkraft unter meinem primären Geschlechtsorgan abspielt, löst eine Art Blutschock aus und wird sicherlich noch unabsehbare Spätfolgen für meine Familienplanung nach sich ziehen. Denn durch meine eingenommene Sitzposition in der für ebenfalls Amerika typischen zu kleinen Toilettenbrille schließe ich den ausgesparten freien Raum des Deckels nahezu plan ab. Bei der von mir laxen Betätigung der Druckspieltaste spüre ich, wie mein kompletter Unterleib angesaugt wird. Wie schlagartig eine vakuumbedingte Symbiose mit der PVC-Klobrille eingeht. Mein Glied zieht sich dermaßen lang, dass mir die Blutgefäße der Peniswurzel schmerzhaft gezerrt werden. Mein Gemächt schaut in das dunkle, laut aufschreiende Loch, das sich unter ihm auftut. Eine Szene, die man nur noch mit Herrn Frodos aufopferndem Kampf gegen das aufsaugende und ebenso schwarz dreinblickende Auge Saurons vergleichen kann. Und ebenso tapfer kämpft auch mein kleiner Frodo. Mitsamt seines Beutlings gegen das sicher geglaubte Ende seines Daseins.